Servus Leute, also jetzt nicht gleich wundern, dass ich jetzt quasi so im Hintergrund spreche. Das liegt einfach daran, dass dort in Lüneburg bei den Halbfinalen von der Deutschen Meisterschaft, dass der Ton dort echt extrem kacke war. Und aus dem Grund wir das jetzt quasi im Nachhinein aufgenommen haben. Was ihr jetzt hier sehen könnt, sind die Nina, der Jan und ich, wie wir jetzt da in Lüneburg auf dem Gelände rumlaufen und uns die Sektion anschauen und uns quasi alles einprägen für die Halbfinale. Was ihr jetzt sehen könnt, ist, wie ich durch die Sektion gehe. Das mache ich meistens so, dass ich mir jede Sektion natürlich einzeln anschaue, mir dabei die Hindernisse einpräge, mir gleich eine Technik auswähle, was ich und wo ich das genau mache. Was ich dabei auch immer mache, ist meine Hand quasi so mitführen, dass ich mir quasi schon so die Linie vorstelle, wie ich dann auch mit dem Fahrrad später fahre. Dann am nächsten Tag war quasi der Wettkampf. Es war jetzt der erste Wettkampf seit langem, auch mit Corona. Von Corona selber, dort hat man ehrlich gesagt nicht so viel gemerkt, aber ich denke, das passt. Dann, wie ihr das sehen könnt, haben wir uns jetzt quasi versammelt zur Fahrerbesprechung, bevor es dann losging zum Wettkampf. Jetzt hier war das die erste Sektion vom Wettkampf. Ein bisschen schwierig zum Anfang, weil man immer am Anfang ein bisschen wackelig auf dem Fahrrad unterwegs ist, mit ein bisschen Balance. Aber das hat ganz gut gepasst, wo ich dann auch 60 Punkte fahren konnte. Nach der ersten Sektion ging es dann natürlich direkt zur zweiten Sektion bei den Betonröhren. Da war ein bisschen die Schwierigkeit bei dem einen Praller, da habe ich immer so 2, 3 Versuche gebraucht. Einfach aus dem Grund, weil der Anlauf ziemlich lang war und ziemlich holprig war und es einfach schwer war, das einzuschätzen. Das letzte Hindernis wusste ich dann nicht, ob ich einen Treter oder einen Roller machen möchte. Und Zeit hat dann auch nicht mehr gereicht. Das musste ich dann in der zweiten Runde, in der dritten Runde auf jeden Fall verbessern. Es gab auch noch eine Hangsektion, die fand ich ziemlich cool. Die war relativ lang, gar nicht so super schwer, aber man musste halt richtig Gas geben. Das letzte Hindernis war ein richtig schwerer Einhänger zum Rausziehen, wo schon echt negativ war von der Steigung und für mich leider nicht machbar war. Im Allgemeinen war dann doch schon eher so, dass vor allem in den Betonsektionen, dass es um hoch und weit ging, waren wenige technische Sachen dabei, wo ich doch schon echt wirklich dann Gas geben musste, um quasi auch die Hindernisse zu schaffen. Was ihr jetzt sehen könnt, ist quasi, dass echt von allem was dabei war, von einem Einhänger zu Praller, zu dynamisches Fahren, also wirklich alles Mögliche. Das fand ich echt cool an den Sektionen und es hat es auch echt interessant gemacht. Also jetzt könnt ihr wieder den Praller sehen von der ersten Runde. Da habe ich wieder, 2 Versuche gebraucht. Hat wieder der Absprung nicht gepasst, deswegen bin ich dann auf den Unterbodenschutz gekommen, nicht ganz hoch, das war ein bisschen blöd. Dann bei der nächsten Röhre, da war unten im Boden war so ein kleiner Kicker drin. Ich habe mich dazu dann aber entschieden, da einen Treter zu fahren. Da hat aber das nie richtig gepasst mit dem Absprung und deswegen bin ich gar nicht richtig hoch gerollt, wie ich das eigentlich vorhatte. Hier die Betonsektion hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht, weil von allem ein bisschen was da dabei war, von Sidetop bis zu Frenchie, Praller, also echt alles war dabei und war auch ziemlich anspruchsvoll. Das war cool zu fahren. Also jetzt sind wir wieder hier in der ersten Sektion, zweiten Runde und ich habe schon gemerkt, dass irgendwas mit dem Fahrrad nicht stimmt, irgendwas hat geknackt, aber ich wusste nicht genau, wo es herkommt. Und wie ihr jetzt gleich hier sehen könnt, bei dem Sprung runter nach dem Praller, von den Reifen runter auf den Boden, ist dann passiert, dass quasi mein Hinterrad dann voll lose war und ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist stark gebrochen. Und dann war mein Plan, dass ich auf Ninas Fahrrad umsteige, auf Ninas Ersatzrad. Zum Glück kam dann aber Larena und von Larena habe ich dann ein Ersatzlaufrad bekommen, wo genau gepasst hat von der Achsenlänge. Und das war quasi dann meine Rettung, dass ich mit meinem Fahrrad weiterfahren konnte. Nachdem ich mich dann wieder warm gemacht habe, bin ich dann wieder in den Wettkampf reingestartet, habe dann quasi in der zweiten Runde mit der nächsten Sektion weitergemacht. Und klar, vom Gefühl her war das erstmal ein bisschen komisch, jetzt mit einem neuen Laufrad zu fahren, konnte mich aber relativ schnell dann doch dran gewöhnen. Und die Schwierigkeit war eher, wieder in den Wettkampfmodus reinzukommen, dass ich wieder richtig drin bin und fokussiert bin. Aber nach der ersten 1, 2 Sektionen war ich dann doch wieder drin und das hat gepasst. Die Szenen, die ihr jetzt seht, das sind jetzt quasi die letzten Szenen von der dritten Runde. In der dritten Runde konnte ich mich generell nochmal verbessern, hat aber trotzdem nicht gereicht für den ersten Platz im Halbfinale, was aber in Ordnung für mich war. Erster wurde der Dominik Oswald
Für mich war viel wichtiger, quasi mal wieder in den Wettkampfmodus überhaupt reinzukommen und mich auf jeden Fall für Berlin zu qualifizieren. Ob jetzt als Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter mich zu qualifizieren, war für mich nicht relevant. Von dem her war das quasi so für mich die Vorbereitung auf die Finale für Berlin. Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist die Nina Reichenbach. Nina hat einen super Wettkampf gefahren. Sie hat alle Punkte geholt, die man holen kann. Ich denke einfach aus dem Grund, weil sie richtig fleißig war die letzten Wochen und Monate im Training und man auch ehrlich sagen muss, dass die Sektionen echt einfach waren. Klar, die Schwierigkeit war dann quasi trotzdem die, dass man alles abliefern musste, was man eigentlich auch kann und sich echt keinen Fehler erlauben konnte. Aber das hat sie perfekt und souverän gemacht und hat gezeigt an dem Wettkampf, dass sie die Beste aktuell ist. Was ihr jetzt hier sehen könnt, sind die Finale in Berlin, welche 2 Wochen nach dem Halbfinale in Lüneburg dann stattgefunden haben. Die Finale wurden im Jan-Ludwig-Sportpark ausgetragen, mitten in Berlin, von Frank Tregalla und seinem Team Berlin Trails. War ein super Event mit 3 richtig coolen Sektionen, Kabeltrommelsektion, Baumstammsektion und eine Sandsteinsektion. Hat richtig Spaß gemacht zum Fahren und hat richtig Laune gemacht. Die erste Runde lief soweit alles wie geplant. In der letzten Sektion, in der Steinsektion, die war dann schon nochmal auch ein bisschen schwerer für mich. Das war das 4. Hindernis, der 4. Sektor mit einem hohen Seitop, relativ hoher Seitop für mich, wo ich dann 2, 3 Versuche gebraucht habe, die mir einfach dann die Zeit geraubt haben für die letzten Hindernisse, um da nochmal richtig durchzuatmen und da die Kraft zu haben. Und ich quasi aus dem Grund, weil ich da so lange gebraucht habe für den Seitop, gerade das letzte Hindernis nicht holen konnte und deswegen nur 50 Punkte eingefahren bin. In der zweiten Runde, erste Sektion bei den Kabeltrommeln, habe ich einen Fehler gemacht, der ausschlaggebend dafür war, dass ich dann am Ende hin nicht mehr genug Zeit hatte für das letzte Hindernis richtig. Da habe ich bei dem 5. Sektor 2 Versuche gebraucht. Da bin ich beim ersten Versuch zu unsicher drauf gefahren, musste zurückspringen und nochmal Anlauf nehmen. Dann hat es geklappt, aber wie ihr sehen könnt, das letzte Hindernis beim Einhängen wusste ich habe nicht mehr genug Zeit, war dann auch ein bisschen ziemlich wackelig und unsicher und bin dann auf die Seite weggekippt und hatte dann quasi nur 50 Punkte anstatt 60 Punkte wie die erste Runde. Jetzt hier zweite Runde Baumstammsektion. Da habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich an dem Treter aufs Vorderrad, das war Hindernissektor Nummer 4, habe ich einfach viel zu lange gebraucht, habe ich fast 40 Sekunden da gestanden, bis ich zu 100% konzentriert war. Und das hat dann einfach, da hat mir da auch wieder dann die Zeit gefehlt am Ende raus, wo ich quasi in der ersten Runde hat es genau gepasst mit den 2 Minuten und in der zweiten Runde war ich aber 2 Sekunden über den 2 Minuten und hat dann nicht gepasst, habe dann nur 50 Punkte bekommen. Zweite Runde, letzte Sektion, war wieder genau das gleiche wie in der ersten Runde bei dem Seithop, dass ich einfach wieder 2, 3 Versuche zu viel gebraucht habe. Bin jedes Mal oben angekommen, der Stein hatte ist so leicht nach rechts abgefallen und ich musste quasi mit dem Gewicht richtig nach links drücken, habe das aber nicht so richtig hinbekommen, erst dann beim 3. Versuch. Dann hat mir natürlich wieder die Zeit gefehlt hinten raus, habe dann im 5. Hindernis habe ich auch 2 Versuche gebraucht und habe im 6. Hindernis dann keine Chance mehr gehabt, auch zeittechnisch das irgendwie noch zu meistern. Hat deswegen dann auch quasi da auch wieder nur 50 Punkte von 60 und konnte am Ende dann nur den 2. Platz holen. Erster wurde der Dominik Oswald, der hatte volle Punktzahl, der hat jede Sektion mit 60 geschafft, was ich mir sicher bin, was auch auf jeden Fall machbar gewesen wäre. Ich hätte aber auf jeden Fall schneller fahren müssen, dynamischer fahren müssen und auch mir sicherer sein bei den Sprüngen, die halt ein bisschen anspruchsvoller gewesen waren. Wie ihr es vielleicht bemerkt habt, bin ich jetzt da in Berlin mit einem ganz anderen Fahrrad gefahren. Aus dem Grund, weil ich kurz vorher, also eine Woche vorher, habe ich mein Carbonrad, habe ich technische Probleme mit meiner Carbongabel. Eine andere Gabel reinmachen, das hat nicht funktioniert, weil es die Geometrie dann komplett verändert hat und mein Fahrrad noch viel länger gewesen wäre, wie es eigentlich jetzt schon ist. Dann bin ich auf Ninas Ersatzrad umgestiegen. Danke nochmal an der Stelle an Nina, dass ich ihr Ersatzrad bekommen habe. Bin dann quasi, habe eine Woche nochmal Zeit gehabt, mich an das Rad zu gewöhnen. Was natürlich schwer ist nach 6 Monaten. Zeit mit einem anderen Rad, mit einer ganz anderen Geometrie und dann in einer Woche auf ein wieder anderes Rad zu wechseln. Habe dann aber gedacht, komm, ich mache das Beste draus, schau was geht. Da im Nachhinein, ja, ich denke, mit dem anderen Rad
hätte es vielleicht besser werden können, aber das wissen wir am Ende nie. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich in Zukunft immer 2 Räder bei mir habe. Das war ein bisschen doof, das war ein bisschen mein Fehler. Jetzt nach dem Wettkampf in Berlin war erstmal ein bisschen Ruhe angesagt. Das heißt, eine Woche ganz ohne Training, mal ein bisschen wieder runterkommen, ein bisschen wieder Kraft sammeln für die nächsten Wettkämpfe und das nächste oder die nächsten Trainingseinheiten, die jetzt auf mich zukommen. Was richtig gut ist, dass wir jetzt wissen, dass die Weltmeisterschaft stattfindet Anfang September in Spanien bei Barcelona, was halt jetzt nochmal eine riesen Motivation ist, da jetzt nochmal die nächsten Wochen richtig Gas zu geben. Bleibt auf jeden Fall am Start, wir werden weiterhin Videos abliefern und vor allem jetzt auch zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Spanien. Abonniert den Kanal, schaut die Videos an, gebt einen Daumen nach oben, dass ihr immer up to date seid und den Weg auf die Weltmeisterschaft nach Spanien mitverfolgen könnt.